Hallo, da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei aus Hannover-Dören. Heute mal zum Thema Zudecken, ganz kurz. Warum zum Thema Zudecken eigentlich ein Video machen? Also wir drehen mehrere, aber heute erstmal zum Thema Vielschwitzer und Frostköttel. 80% des Schlafklimas macht die Zudecke. Die meisten Leute, die drehen dann durch bei den Matratzen und sagen, oh, wir wollen hier so Taschenfederkern kaufen wegen der Belüftung und so. Das ist auch alles ganz toll. Die Matratze muss auch gut belüftet sein und da gibt es unterschiedliche Körpertypen mit Wärmebedürfnis und so weiter. 80% des Schlafklimas oben drüber macht aber die Zudecke und das wird oft unterschätzt. Dann gibt man halt Geld für Matratzen aus und lässt sich beraten und Zudecke, ja, da ist eine im Angebot, die nehmen wir jetzt irgendwie. Aber gerade Menschen, die ein besonderes Wärmebedürfnis haben oder die in bestimmten Phasen ihres Lebens jetzt mehr schwitzen oder Männer, die das ihr ganzes Leben lang vielleicht auch machen, ihr kennt das, der Herr hat noch irgendwie die ganz dünne Sommerdecke das ganze Jahr und bei der Dame ist schon die Winterdecke drauf im Sommer oder so. Das gibt's halt eben. Worum es mir geht hier in dieser Folge ist, wenn ihr nachts friert oder schwitzt, dann habt ihr das falsche Material in der Zudecke wahrscheinlich. Und dann könnt ihr euch eine Taschenfederkernmatratze kaufen, wie ihr wollt. Wenn ihr unter dem falschen Material schlaft, in der falschen Füllmenge, dann wird das nichts. Lasst euch zu dem Thema Zudecke beraten. Es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Materialien. Da gehe ich auch später in anderen Folgen nochmal näher drauf ein. Zum Beispiel Kamelhaar ist ein Naturhaar, kann ich mal zeigen. Das funktioniert super bei Frauen in den Wechseljahren oder bei Männern, die halt eben viel schwitzen. Man braucht die richtige Füllmenge. Das ist ein Material, das arbeitet halt eben. Kamele müssen nachts in der Wüste 30, 40, 50 Grad Temperaturunterschied wegstecken zwischen 12 Uhr mittags und mitten in der Nacht. Das kann Kamelhaar, das dehnt sich aus oder zieht sich zusammen. Gleiches gilt für Daunen zum Beispiel. Daune ist nicht gleich Daune. Da gibt es halt eben Bio-Daunen und eben normale Daunen und gute Daunen und schlechte Daunen, wie es so ist. Da geht es um die richtige Füllmenge und die richtige Steppung und da kann man über Steghöhe, über Daunen können wir nochmal 10 Folgen drehen wahrscheinlich. Will ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber wenn euch nachts kalt ist oder ihr aufwacht und irgendwie die Decke ist klamm oder das Kopfkissen oder so, beachtet einfach auch, dass die Zudecke dabei ein großes Thema ist und nicht nur das Material der Matratze. Ihr könnt euch da Hohlfasern kaufen als 4-Jahreszeiten-Deckbett, was ihr zusammenknöpfen könnt und fühlt euch auch schön warm und schwitzt trotzdem drunter. Das liegt aber einfach an dem Material, was da drin ist. Es gibt gutes Plastik und schlechtes Plastik. Es gibt auch Kamelhaar, ist nicht gleich Kamelhaar natürlich. Irgendwo kommen die Preisunterschiede ja her. Man muss nicht gleich durchdrehen, aber ich möchte einfach, dass ihr wisst, dass die Zudecke ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist in eurem Bett und bei eurem Schlafklima natürlich. Und dass man darauf achten kann, welches Material in welcher Füllmenge. Und dass ihr dafür auf jeden Fall eine Beratung braucht, wenn das in der Form noch nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Okay, auf die unterschiedlichen Materialien und Füllstärken und Verarbeitungen gehen wir später nochmal näher ein. Wichtig ist, friert nicht. Jetzt zum Winter ist vielleicht Deckenwechsel angesagt und wenn eine neue Zudecke ansteht, geht mal in ein Fachgeschäft, holt euch zumindest mal eine zweite Meinung ein. Okay. Dann war es das für heute und wir sehen uns in einer nächsten Folge, vielleicht mal zum Thema Daune hier oder mal gucken, was kommt. Alles klar. Schlaft gut und bis bald. Tschüss.